Da haben wir gesagt: „Das ist ja gut, dass der Krieg jetzt zu Ende ist.“ Ich bin in Sien-Achenbach geboren am 2.11.29 in der Armbacher Furt. Ich bin das Erstgeborene von 5 Kindern. Mein Vater war im Krieg. Ja, am 16. Dezember war ich schwer krank, da hatte ich Mandelentzündung und lag oben im Bett. Und dann hörte ich die Flieger kommen und da die immer näher, da hörte es sich so an, ganz schwer brummten die. Und dann setzten die so Lichtchen an den Himmel, wie so Sterne. Und da haben wir alle draußen gestanden und haben zugeguckt, wie die Flieger die Bomben abgeworfen. War abends spät, war schon dunkel. Und dann haben wir genau mitgekriegt, wie die Bomben fielen in Siegen. Und sind dann hinterher auf den Heidenberg und haben uns das Schauers von oben angeguckt. Da war die ganze Stadt am Brennen wohl. Die mussten sich auf den Bauch legen, in Weidenau auf dem Bahnhof. Und da sind da auch rundherum die Bomben gefallen. Und die haben dann hinterher schwer Angst gehabt. Und die ganze Zeit hatten die dann Angst. Ja, das war schon schlimm. Da waren wir bei Gislers im Keller und das war zweite Ostern. Und da sage ich: Mutter, wir haben gar keine Ostereier. Jetzt fahre ich mal zu Häbels und guck mal, ob die Ostereier haben. Und dann bin ich mit dem Fahrrad durch die Front gefahren. Da lag schon wenn man vor dem Hartchen raufkommt, da im Graben lag ein deutscher Soldat. Da bin ich weitergefahren, da war alles Wald und in dem Wald waren die deutschen Soldaten und die Amerikaner waren auf dem Heidenberg. Und dann rief aus dem Wald ein Soldat: Jetzt fahren die Zivilisten noch mit dem Fahrrad durch die Front. So was hat es auch noch nicht gegeben. Ich hatte keine Angst. Dann bin ich nach Häbels gefahren und dann habe ich bei denen, die hatten auch so viele Leute aus Siegen, alle, die da wohnten. Ja, da bin ich nach denen, habe Eier geholt, habe auch Eier gekriegt. Ja, und dann bin ich wieder mit dem Fahrrad zurückgefahren, wieder durch die Front. Ja. Eines Nachts hatten wir einen Angriff. Wir lagen ja alle unten im Keller und dicht zusammengedrängt in ein paar Kellern da. Und mir flogen die Scheiben vom Fenster ins Gesicht und ich habe die Scheiben wieder zurück und habe weiter geschlafen. Da sagt meine Tante: Ich weiß nicht, du hast überhaupt keine Angst vor gar nichts. Ich hatte einfach keine und heute habe ich Angst, wer weiß wie. Ja, da haben wir gesagt, das ist ja gut, dass der Krieg jetzt zu Ende ist. Und da haben wir uns natürlich gefreut. Und da waren wir froh über jeden, der wieder nach Hause kam.
Ich sehe heute noch einer nach dem anderen Kriegsgefangene, wie zerlumpt und krank, die nach Hause kamen. Das war ein Elend, das war furchtbar anzusehen. Und ja, die hatten keine Schuhe mehr an den Füßen, die hatten nur Lumpen da an den Füßen gewickelt und zerrissene Uniformen. Und ach, das sehe ich heute noch, wenn die oben den Furt runterkamen. Da haben wir immer gerufen als Kinder, da kommt wieder einer. Und da waren wir froh, wenn das ein Bekannter war und so war. Wie unser Vater nach Hause kam aus dem Krieg, da war der ganz durcheinander. Die hatten Hunger gelitten im Krieg und die haben nachts unter freiem Himmel geschlafen. Und wie der dann nach Hause kam, da war der so durcheinander, dass er mich nicht mehr kannte. Der sagte, was ist das denn für ein Mädchen? Ja, sag ich, kennst du mich denn nicht mehr? Ich bin doch das Enne. Du bist das Enne, sagt er. Ja. Wir mussten am Friedhof aufräumen. Der Friedhof war von den Bomben alle kaputt, zertrümmert, und dann waren wir da und dann kamen da die deutschen Soldaten mit den amerikanischen Lastwagen vorbeigefahren. Und dann haben wir denen noch gewinkt da. Die Gräber waren alle, da kamen die Toten raus, die Knochen und alles. Das mussten wir als Jugendliche alles wieder in Ordnung bringen. Und auch in der Stadt haben wir auch geholfen aufräumen. War ja alles kaputt, da war ja gar nichts mehr ganz. Doch wir stehen dagegen auf. Wir kämpfen für unser Volk, für unsere Nation, für unser Vaterland, für unsere Freiheit, für unsere Ehre, für unseren Stolz. Fürs Vaterland, fürs Volk, für die Heimat.